Ob mit Spielzeug, Stöcken im Wald oder in Computerspielen, Menschen, vor allem Jungs, spielen gerne Krieg. Das Paradoxe ist, Krieg und die Vorstellung, dass Menschen sich gegenseitig umbringen, finde ich absolut ekelhaft. Trotzdem faszinieren mich diese Kriegsspiele. Ich bin heute an einem Ort, an dem das Kriegsspiel so realistisch wird, wie es nur werden kann, bei einem Airsoft-Event. Hier simulieren junge Erwachsene militärische Feuergefechte in voller Ausrüstung und ich will wissen, warum fasziniert mich das so? Und ich mache das heute auch nicht alleine, sondern ich darf heute Chris alias Nobritsch begleiten. Der ist der Airsoft-YouTuber im deutschsprachigen Raum, 4 Millionen Abonnenten. Der kann auch wirklich für die Szene sprechen. Er zeigt mir heute so ein bisschen seinen Sport. Du bist Chris, ne? Genau, ja. So, jetzt kann man es auch erkennen. Hallo? Hallo, servus. Genau, ihr habt Ausrüstung für uns dabei und wir können heute mal richtig miterleben und ich kann für mich die Frage, ich habe es gerade schon gesagt, die Frage klären, warum fasziniert mich das so? Obwohl ich eigentlich mich als Pazifist bezeichnen würde. Das ist so ein bisschen paradox, aber das finde ich auch das Spannende daran. Genau, ja. Machen wir das. Cool. Wir brauchen wahrscheinlich so Sicherheitsausrüstung. Und Genau, sowas, also ihr kriegt von uns- Brillen. Also es ist Schutzbrillenpflicht am ganzen Spielfeld. Airsoft ist prinzipiell kein gefährlicher Sport, solange man Schutzbrillen trägt. Wenn man getroffen wird, es tut schon ein bisschen weh, aber es ist eigentlich relativ harmlos. Okay, ich bin mal gespannt. Du kannst auch gerne gleich mal auf mich schießen. Ich würde mich ganz gern, bevor ich auf Ja? jemanden schieße, wissen, wie es sich anfühlt. Okay. Okay, also Maske ist das Wichtigste wegen Augen, ne? Genau, ja. Schieß mir mal irgendwie so hier hin. Oder? Die lachen alle. Ich würde weiter weggehen. Wird Geh das- noch. Also siehst, wenn du 20 Meter weg ist, tut es nur halb so weh. Wir können das ja mal rantasten. Ja, voll. Ich habe echt ein bisschen Angst. Also Testschuss mit Pistole. Hier haben wir 1 Joule Mündungsenergie. Ist zum Aushalten, tut nicht so weh. Aber man spürt schon. Ready? Ja. Ah, ja, ah, ah. Das zwiebelt schon ganz schön. Ah. Sieht man's? Ich glaube nicht. Ja, klar. Das kommt. Wartet 3 Minuten, dann wird's rot. Ja, fantastisch. Dann rüsten wir uns mal aus. So. That's for you. Okay. AK-74U, Spetsnaz version. It's a semi and an automatic weapon. Really easy use. Can't break it. Will do the job. Okay. Das ist quasi die Nachbildung von so einem russischen, von einer russischen Maschinenpistole. Einmal blaues Band. Okay. Wohin? Also es spielt blau gegen rot. Alles was rot ist, abknallen. Okay. So, a little explanation for the gun. Okay. Reload is really easy. You take one of the magazines. Go ahead. Now you can see there's a little hook. It goes over here. You snap it in place. If you want to take the magazine out, push the button, pull it out. Okay. Das sieht auf jeden Fall schon relativ echt aus. Das ist auch richtig schwer und aus Metall. Das ist schon krass. Also das fühlt sich an wie... Also so ein Gewehr hatte ich noch nie in der Hand, aber ich hatte schon echte Gewehre in der Hand. Und ich glaube, wenn mir das jetzt jemand so in die Hand geben würde, auf den ersten Blick, würde ich den Unterschied nicht erkennen. Nur, dass das Ding 6 mm große Kügelchen verschießt und keine echten Kugeln. Ready? Okay, los geht's. Team Deathmatch, Blau gegen Rot. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich habe die Weste nicht. Profis am Werk. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich mache. Alle sind weg. Jetzt habe ich genauso viel Angst, getroffen zu werden, wie einen Teamkollegen von mir zu beschießen. Ich suche mir meine Position und versuche den Gegner aufzulauern. Ja, fail. Und gesehen habe ich auch niemand. Also wenn man getroffen ist, muss man quasi einmal zu dem Punkt da hinten zurück. Und anders als im echten Krieg darf man dann wieder rein. Und schon wieder getroffen. Wo hast du das abbekommen? Am Hintern, da wo die Hose halt spack ist, ne? Da zwiebelt. Ich hab's in die Schulter. Schön. Ja, ist gut. Achso, alles gut, ja. Alles gut.
So, ich gehe jetzt mal mit einem Teamkollegen mit. Vielleicht habe ich da ja mehr Erfolg. Ich glaube, auf der anderen Seite der Mauer sind die Gegner. Geil, beide erwischt. So, erste Runde ist durch. Wir haben so eine Stunde gespielt. Es ist brutal warm in der Sonne. Es ist hammer anstrengend, aber es ist auch mega aufregend. So, ne? Ich meine, ein paar Mal war ich komplett lost irgendwie auf dem Feld. Bin auch, glaube ich, 4-mal oder so getroffen worden, aber ich habe auch 3 Leute aus dem Spiel genommen. Das finde ich schon gar nicht so verkehrt für die erste Runde. Und total aufregend, was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, jetzt schon beim ersten Spiel, auch so hier im Umgang mit den Leuten miteinander, alle gehen halt super cool und super fair miteinander um. Also das ist auf jeden Fall schon mal sowas, ja, was halt echt auffällig ist. Ne? Also es gab auch einen Moment, da hat uns dann quasi einer aus unserem Team abgeschossen, hat sich direkt irgendwie voll entschuldigt. Und selbst wenn Gegner irgendwie aus der Nähe auf einen geschossen haben oder mal hier den Mike, den Kameramann, getroffen haben, irgendwie haben sie sich ja direkt entschuldigt und so. Und das irgendwie ja, ist ein total angenehmer, cooler Umgang miteinander. Was würdest du denn sagen, was reizt denn die Leute, Airsoft zu spielen? Es gibt verschiedene Faszinationen. Für manche ist es der Sportaspekt. Das heißt, die kommen für das Outdoor-Feeling. Das heißt, die wollen rumlaufen, die wollen schwitzen, die wollen fertig sein am Abend, die wollen taktische Bewegungen lernen. Es ist ein Skisport, wie schnell kann ich zielen, Teamwork und so weiter. Für viele Leute ist es dieses Wochenend-Held-Sein. Also ich bin der Oberkrieger und ich gehe jetzt am Wochenende raus und schieße halt da rum und schaue aus wie ein Soldat. Manche finden einfach das Militär spannend. Das heißt, die wollen die Ausrüstung besitzen, die finden es cool, etwas zu haben, was ausschaut wie eine echte Waffe und halt das zu praktizieren. Quasi dieses Videospiel in Real Life. Das ist auch für viele eine Motivation. Und was ist für dich? Also was fasziniert dich am meisten? Für mich ist es alles irgendwo. Ich habe halt eine Office-Arbeit, das heißt, ich betreibe halt diese Airsoft-Firma, sitze viel im Office und es ist einfach cool, einmal die Woche rauszukommen in die Natur. Du läufst rum, du powerst dich aus, machst das und danach gehst du auf ein Bier und redest halt über die Abenteuer, was du gehabt hast. Erzählst halt, ja, ich war im Busch und der hat mich nicht gesehen und ist vorbeigegangen. Also ein großer Teil davon ist auch wirklich dieses danach, sich irgendwie zu präsentieren, was man nicht alles gemacht hat. Weiter geht's, Runde 2 startet. Und ich habe das Gefühl, nicht mehr völlig lost zu sein. Im Gegenteil, ich habe Blut geleckt. Aber ob das effektiv ist, was ich hier mache, keine Ahnung. Und schon wieder tot. Das ging aber so richtig schön hier in den Speck. Also du bist halt schon so der glaube ich, so der Vorzeige-Airsoft-Spieler. Gleichzeitig gibt es da schon auch ganz schön Vorurteile dem Sport gegenüber, würde ich sagen. Also so, irgendwie das sind alles Freizeit-Rambos. Wie gehst du mit solchen Vorurteilen um? Also ich verstehe die Vorurteile. Man könnte natürlich hinterfragen, warum muss das so echt ausschauen und so weiter. Das ist ein gewisser Reiz und Leute interessiert das einfach. Menschen finden Waffen einfach interessant. Aber es ist komisch. Ich frage mich, was ist es? Was ist es irgendwie? Ich glaube, es ist irgendwo dieses, also erstens sieht man es halt aus Filmen. Der Typ mit der Knarre hat halt die Macht, so eine Art. Ja, genau. Ich glaube, es ist irgendwo eine Waffe, ist halt irgendwo ein Machtinstrument. Ich glaube, das reizt die Menschen daran. Anfangs war meine Motivation auch, also wie ich noch 14 war das so, boah, ich hätte gerne etwas, das ausschaut wie die echte, ist halt cool. Aber desto länger das man im Sport ist, desto mehr realisiert man, dass es eigentlich gegen den Sport arbeitet. Und ich persönlich, aber das ist jetzt meine Meinung, da gibt es andere, sage ich will, dass es echt ausschaut, ich finde das cool und ich will so ausschauen wie der Typ im Film. Ich persönlich hätte Airsoft lieber als Geräte, die nicht ausschauen wie echte Waffen. Weil mir geht es mittlerweile um halt einfach den Sport selber und dazu muss es nicht echt ausschauen. Das heißt so Taktik, Bewegung. Genau, aber auch to be fair, ich meine, es hat einen Lauf und ich brauche eine Zielvisierung und ich muss es irgendwo halten und ich brauche ein Magazin. Also egal wie ich es baue, es wird immer irgendwo wie eine Waffe ausschauen. Ja, geht's wieder los. Und langsam wird's echt Leistungssport. Das ist brutal anstrengend. Also auch die ganze Zeit das so hochzuhalten, geht halt voll auf die Arme und die Schulter und so.
Aber es macht auch echt Spaß und ich bin jetzt voll in meinem Film. Ich halte den Gegner in der Deckung, mein Teamkollege schießt ihn ab. Geiles Gefühl. So, den haben wir jetzt im Teamwork, haben wir den Gegner da drüben rausgespielt. Jetzt ist er da noch runtergeklettert, ganz schön mutig auch. Ich halte mich jetzt an ihn. Das ist gut. Ich glaube, das ist es auch, was es für mich spannend macht. Rumschleichen, im Team den Gegner austricksen, schneller sein. Hit! Ja gut, in dem Fall waren wir gleich schnell. Wir haben heute ja jetzt eher so quasi einfach just for fun hier auf dem Feld gespielt. Es gibt ja auch so Milsim-Geschichten, also wo tatsächlich so eine Militäroperation quasi simuliert wird und jeder hat dann so, beide Seiten haben irgendwie Aufgaben und so weiter und so fort. Und da ist ja so ein bisschen, also da spielt man dann ja tatsächlich schon irgendwie so kriegerische Konflikte nach und da habe ich in irgendeinem Video von dir gesehen, das war bei irgendeinem Game, da ging es irgendwie darum, Geiseln zu befreien und dann gab es am Ende quasi eine Exekution. Natürlich so alles easy und lustig, aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die sagen, das geht mir einen Schritt zu weit. Ich verlinke euch das vielleicht einfach mal unten, dann könnt ihr da selber ein Bild machen. Ich weiß, welches Spiel du meinst. Ich bin mittlerweile selbst auch dagegen. Also ich habe bei diesen Spielen mitgemacht, weil du kommst in den Sport rein, das ist eine Veranstaltung, machst mit und du sagst, okay, die machen das so, ich spiele einfach mit und mache das. Aber also ich finde prinzipiell sind große Spiele cool. Es ist aber auch irgendwo wo zieht man halt, also where do I draw the line? Du kannst halt auch argieren, okay, warum müssen wir überhaupt aufeinander schießen? Wir könnten ja auch auf Zielscheiben schießen. Ja. Und natürlich ist Exekution, das muss jetzt nicht mehr sein. Da bin ich ganz bei dir. Also Exekutionen ich meine, das ist ja sogar ein Kriegsverbrechen. Ja, ne? Also das darfst du gar nicht. Also selbst sozusagen im normalen Krieg, in dem es ja wirklich wenig Regeln gibt. Und ich glaube, also die Leute meinen das nicht böse, die denken wenig drüber nach und machen das halt einfach. Aber also wenn Airsoft hoffentlich größer wird und da werden wir auch einen Teil dazu beitragen, dann sollten sich Organisationen zusammen finden, die einfach sagen, okay, wir bringen den Sport jetzt in die richtige Richtung und solche Dinge sollen einfach nicht mehr passieren. Mhm. Weil das ist genau das, was halt den Sport ins schlechte Licht rücken kann. Der Tag ist rum, ist ehrlich gesagt auch echt, also es ist ja noch mitten am Tag, aber es ist viel zu heiß, um weiter zu spielen. Aber ich glaube, wir konnten schon echt einen ganz guten Eindruck gewinnen. Jetzt gebe ich mal dankenderweise den ganzen Kram zurück. Thank you very much. You're welcome. It was reliable. Good to hear. Thank you so much. See you hopefully again soon. Yeah, maybe. Alright. Okay. So, einen Tag Airsoft, habe ich für mich die Frage beantworten können, was mich daran fasziniert am Kriegsspielen. Ich glaube schon. Also man muss einfach sagen, das macht Spaß. So, das ist aufregend. Man versteckt sich. Es ist irgendwie, man rennt rum, man schießt sich ab. Das macht alles irgendwie den Reiz davon aus und auch tatsächlich irgendwie die Faszination für die Waffen, auch wenn ich mir das immer noch nicht so richtig erklären kann. Aber man muss halt auch sagen, das ist ja natürlich Kriegsspielen, aber man muss halt auch einfach sagen, alles, was Krieg grausam macht, das passiert hier halt nicht. Also die Menschen schießen sich hier zwar gegenseitig ab, aber dabei wird niemand ernsthaft verletzt und es möchte auch niemand. Und danach sagt man, wenn es halt mal ein bisschen heftiger war, sagt man Entschuldigung oder man gratuliert dem anderen zum guten Abschuss. Man kriegt hier sozusagen das Aufregende an Krieg, wenn man das so sagen kann. Das klingt irgendwie komisch, aber eben ohne das Grausame. Und ich glaube, das ist das, was am Ende den Reiz daran ausmacht. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich musste nie Krieg erleben. Und das ist vielleicht auch der Luxus, aus dem heraus man so eine Position haben kann und das sozusagen genießen kann. Das gilt natürlich nicht für jeden. Wie das Verhältnis der Deutschen zu Waffen ansonsten so ist, damit hat sich Steuerung F beschäftigt. Guckt euch das doch mal an. Und mich würde es freuen, wenn ihr bei uns ein Like hinterlasst, kommentiert und natürlich gerne abonniert, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.